Mittagspause und dann kommen gleich die Griechen um die Ecke. Sisyphos, Herkules, Olymp. Ein Gedanken zu Sisyphos. Wer war der Typ? Naja, das war ein griechischer König von Korinth. Der war ziemlich smart und tricky. Und der hat sich mit den Göttern verscherzt. Und was ist passiert? Da wurden die Götter böse. Und da haben sie ihn verbannt ins Todesreich. Mit dem nächsten Trick kam er wieder rauf und dann war Schluss mit lustig. Er kam nochmal ins Todesreich und da bekam er einen Job. Und der Job war, schaffe einen Stein diesen Berg hoch. Und dann, kurz bevor er oben war, ist der Stein wieder nach unten. Und das ist die Geschichte von Sisyphos, denn der schafft heute noch die Steine da hoch und hat das Ziel noch nicht erreicht. Ja, weswegen bin ich bei euch und erzähle euch die Geschichte von Sisyphos und Herkules? Nun ja, ihr seid jetzt spätestens morgen mit eurem Zertifikat hier fertig und ihr habt ein geiles Produkt, ihr habt einen Markt, ihr wisst, wie er heißt, Blue Ocean, und die warten eigentlich auf euch. Aber was kann passieren? Jetzt sitzt ihr in eurem Büro, euer Zertifikat an der Wand, stolz wie Harry, und keiner ruft an. Die wissen nichts von euch. Und was macht man dann? Naja, ich erzähle euch ein bisschen meine Geschichte, denn ich kenne das Gefühl, und ich erzähle euch und ich zeige euch einen Weg, wie ihr an Kunden kommen könnt, die sich freuen, von euch was zu hören und die sich freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, wer bin ich? Michael Meyer, 25 Jahre inzwischen verheiratet und ich ergänze hier mit der gleichen Frau. Der gilt meiner Frau, denn die hält es mit mir aus, okay? Ich gebe das weiter. 2 Kinder, einen Hund. Bei den ersten beiden haben wir aus Persönlichkeitsgründen die Fotos weggelassen, beim Hund aus einem ganz anderen. Ihr wisst doch, was sind die erfolgreichsten Postings? Katzen und Hunde. Ich habe so einen Labrador, so einen Schmusetiger, wenn ich den hier hingemacht hätte, dann hättet ihr nur noch von dem was sehen wollen. Deswegen haben wir das Foto weggelassen. Oh, ich kann es nachreichen. Ja, beruflicher Werdegang. Es wurde schon was erzählt. Ich bin nicht aus der Branche. Mein erlernter Beruf ist Krankenpfleger. Ich habe dann Examen gemacht, Medizin hat mich interessiert und dann bin ich in die Anästhesie, Intensivmedizin. Das hat nun mal mit Marketing gar nichts zu tun. Aber irgendwann waren da meine Grenzen erreicht. Ich konnte mich nicht so weiterentwickeln und für meinen Einsatz und Engagement hat leider dieses Berufsbild nicht das hergegeben, was ich gerne erreicht hätte. Und deswegen kam ein Break. Das war 1990, gab es einen Schritt, in dem ich sagte, okay, aus der Sicherheit des öffentlichen Dienstes in Deutschland heraus in die Selbstständigkeit. Und wer das macht, der weiß, was das bedeutet. Du musst selbst arbeiten, du musst dich selbst organisieren, du musst auch ständig arbeiten. Denn niemand sagt, toll, du hast Urlaub, wir geben dir Urlaubsgeld. Nein, deine Kosten laufen weiter und niemand bezahlt dir irgendetwas. Das ist eine ganz andere Situation. Und wenn ihr dementsprechend unterwegs seid, dann trifft das euch genauso. Was habe ich gemacht? Ich habe im Vertrieb gearbeitet, ich habe verkauft und ich hatte da so recht lang eine Tätigkeit, die war relativ einfach. Kennt jemand von euch noch die gelben Seiten? Ja, die Älteren unter euch kennen das noch. Das war früher der Hammer. Da haben die Firmen inseriert und dann haben die richtig Umsatz bekommen. Da haben die Leute angerufen, ich brauche dieses, jenes, können Sie vorbeischauen? Nur Papier ist heute leider am Aussterben. Und das habe ich erkannt, weil es wurde immer schwieriger mit den Kunden, die ich jedes Jahr besucht habe, zu erklären, wieso sie hier ein paar tausend Euro für so eine Anzeige ausgeben sollten, weil die sagten, hey, die gehen doch alle ins Internet. Keiner holt mehr ein Buch. Da hat sich ein Markt verändert. Und jetzt kann man den Markt totreiten oder man kann wechseln. Und deswegen
habe ich dann die Entscheidung getroffen, mich auf Online zu konzentrieren. Das war schon mal eine gute Entscheidung, denn der Markt, wo geht er hin? Wir sind unter uns, er wird online. Da habe ich dann weitergearbeitet im Kielwasser des gleichen Verlages, habe mich aber nur noch um die Online-Geschichten gekümmert, habe mich schon wesentlich wohler gefühlt und hatte so das Gefühl, ja, jetzt läuft's. Aber irgendwann haben sich die Umstände geändert und dann habe ich mich wirklich auf eigene Füße gestellt. Ich habe eine kleine Agentur gegründet und war jetzt wirklich mit beiden Beinen dagestanden und habe gesagt, okay, ich weiß, was ich kann, das kann ich auch, jetzt brauche ich nur noch Kunden. Und wie lief das ab? Mario wollte so ein Foto von mir, wo man das richtig sieht, aber ich sage euch, das habe ich damals nicht fotografiert. So sah es aus. Keiner kannte mich, weil ich früher als Berater dieses Verlages unterwegs war. Es gab keine Homepage, es gab kein Facebook-Profil von mir. Ich war nicht existent da draußen, obwohl ich mein Wissen hier oben natürlich hatte. Und deswegen bin ich hergegangen, mit dem Auto in ein Gewerbegebiet reingefahren, Türen aufgemacht, reingegangen, mich vorgestellt, was erklärt. Das ist die Hardcore-Version von Kaltakquise. Oder die Anzeigenblätter, die so wöchentlich im Briefkasten landen, durchforst, ausgeschnitten, was da so vielleicht an interessanten Firmen drin ist und habe diesen gemacht. Also richtig Kaltakquise von der Pike, denn irgendwie musste ich ja jetzt an Kunden kommen. Es war ja anders wie früher, da habe ich ja jedes Jahr die gleichen Kunden automatisch wieder besuchen können und da ging das ganz einfach. Und da kommst du dann in ein Rad und da sind wir wieder bei unserem Sisyphos. Wenn du in diesem Kreislauf steckst, dann passiert eines. Dann musst du akquirieren, dann musst du die Kunden besuchen, dann musst du sie beraten, nach Möglichkeit verkaufen. Dann hast du einen Auftrag, den musst du abwickeln, dann gibt es da Probleme, da musst du dich drum kümmern. Und dann ist alles beendet und dann fängt es wieder von vorne an. Und den Begriff Hamsterrad, den hatten wir schon mal hier. Und vielleicht kennt das eine oder andere von euch. Das ist immer wiederkehrend. Du bist im Projekt und machst dir schon Gedanken, wenn das abgeschlossen ist, wo kommt mein nächster Kunde her? Ich muss mich ja um den Vertrieb kümmern. Wo ist er denn? Dann rufst du die alten Kunden ab, die vielleicht an, die schon mal abgelehnt hatten. Da hat sich nichts geändert. Wir warten jetzt, bis was weiß ich passiert. Da kommt kein Auftrag. Und das ist genau das. Da steckt man in so einem Rad. Dann fängt man wieder an. Man macht wieder Kaltakquise. Ich habe wieder meine Anzeigen ausgeschnitten und habe Gewerbegebiete besucht. Ja, das ist das Typische eines Einzelkämpfers. Das Leben, das man da führt, um immer wieder an Aufträge zu kommen. Das verursacht natürlich etwas. Man steht natürlich unter dem Druck. Du musst Umsatz machen, deine Kosten laufen weiter. Das Arbeiten ist dann manchmal nicht effektiv, weil du switcht zwischen Kundenakquise, Auftragsabwicklung, da kommt eine kleine Beschwerde oder einfach nur eine Rückfrage, um die du dich kümmern musst. Was bleibt übrig? Wenig Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Familie, für Hobbys. Und du hast immer das Gefühl, wenn ich so auf meinen Schreibtisch schaue, auf der linken Seite, da ist so viel zu tun. Jetzt arbeitest du den ganzen Tag das ab und wenn du am Abend wieder auf die linke Seite schaust, hast du das Gefühl, der ist höher als am Morgen. Immer das Gefühl, da hinterher zu rennen. Dann kam eine weitere familiäre Situation. In der Familie hatten wir mehrere schwere Krankheitsfälle. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich in Österreich, in Tirol gewohnt mit meiner Familie und wir haben die Entscheidung getroffen, um uns um die Familie zu kümmern, weil das wichtig ist, ziehen wir zurück nach Deutschland. Alles wunderbar, aber auf einmal war alles wieder resettet auf Null. Natürlich hatte ich ein paar Kunden, die, also im Online-Bereich ist es ja kein Problem, mit mir weiter zusammengearbeitet haben, aber das war nicht genug. Also ich in einer neuen Gegend, wo ich niemand kenne, wo keiner mich kennt und wo ich wieder anfange bei Null. Und das ist genauso diese Situation wie der Blick in ein Loch.
und das zieht dich eigentlich immer tiefer rein. Und was macht man da? Man arbeitet noch härter, man fährt noch mehr rum, man ruft noch mehr Leute an, denn irgendwie muss es ja wieder starten mit dem Geschäft. Und dann kam die erste Wende zum Positiven. BNI. Ihr habt den Namen schon ein paar Mal gehört. Und wieso hat mir das geholfen? Erstmal kurz zu BNI. Nochmal, ein paar Infos. Es ist das weltgrößte Unternehmernetzwerk für Empfehlungen. Es ist in allen Kontinenten vertreten, in 71 Ländern, das ist der aktuelle Stand, mit 227.000 Mitgliedern, die sich hier regelmäßig treffen. Und es gibt einen Grundsatz und eine Philosophie, die einfach lautet, wer gibt, gewinnt. Oder in anderen Worten, was können wir für dich tun? Und das ist der Ansatz, der einem weiterhelfen kann. Menschen, die den anderen Mitgliedern helfen wollen und das in den Vordergrund stellen. Wie schaut das jetzt für Deutschland und Österreich aus, damit wir das mal in Zahlen runterbrechen? Stand 2017 gab es etwa 11.500 Mitglieder und die haben sich 425.000 Empfehlungen ausgetauscht. Jetzt müssen wir mal was klären. Was ist eine Empfehlung und was ist ein Tipp? Naja, also mal ein Beispiel. Ich kenne einen Immobilienmakler, der bei mir in meiner Gruppe ist. Und ich fahre jetzt wo vorbei und da sehe ich ein Schild, Grundstück zu verkaufen. Jetzt gehe ich zu dem hin und sage, hey, pass mal auf, dort und dort, da habe ich gesehen, ist ein Grundstück zu verkaufen, das interessiert dich doch bestimmt. Dann ist das nur ein Tipp. Und das ist okay, aber das ist keine Empfehlung. Die Empfehlung würde lauten, dass ich denjenigen, der das Grundstück hat, kenne. Oder dass ich in Kontakt mit ihm bin und sage, hey, du hast ein Grundstück. Hast du schon den Käufer? Nein, haben wir noch nicht. Haben wir uns noch nicht die Arbeit gemacht. Oder wir haben schon gesucht, aber da war nichts dabei. Und dann komme ich und sage, pass mal auf, ich habe einen Bekannten, das ist ein Makler, der hat top ausgesuchte, solvente Kunden. Was hältst du davon, wenn der sich bei dir meldet und ihr beide jetzt ein richtig gutes Geschäft macht, dass du dein Grundstück gut verkaufst? Was sagt der? Ja. Und jetzt gehe ich zu meinem Makler und sage, ruf diesen Herrn Meier Müller an und der wartet auf deinen Anruf, denn er möchte von dir betreut werden. Was ist das? Eine Empfehlung. Und das ist BNI. Wir reden nicht über Tipps, wir reden über Empfehlungen. Und das kann man messen. Im vergangenen Jahr wurden 788 Millionen Euro Umsatz auf diesem Weg innerhalb unserer BNI-Kollegen intern weitervermittelt. In einem Jahr. Und ich kann euch sagen, 2018 werden die Zahlen eine ganze Ecke höher sein. Das heißt, die Mitglieder haben sich gegenseitig Umsätze in einer 3/4 Milliarde Euro gegeben. Und jetzt kommt's. Wir sind in dieser Gruppe von diesen 11.500 Mitgliedern nur ganz, ganz wenige Certified Consultant. Welche Chance ist das denn? Wir haben schon davon gehört und ich kann euch nur sagen, die Kombination, das ist genau das, was euch wirklich weiterhelfen kann. Meine zweite Hilfe war natürlich, selber erstmal Certified Consultant zu werden wie ihr. Und zwar gerade mal im April, also vor einem halben Jahr. Und die Kombination von BNI und Certified Consultant, das zusammen hat wahnsinnig gewirkt. Schauen wir uns das mal an. Wie hat vorher mein Arbeitstag ausgeschaut? Kaltakquise. Ohne Kunden musst du irgendwie an die Rand kommen. Wie schaute das aus? Ich habe es beschrieben. Telefon, 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 Chef nicht da, danke, wir haben kein Interesse.
harte, harte Arbeit. Die kostet Zeit. Natürlich, irgendwann, wenn man fleißig ist, kommen da auch persönliche Termine heraus. Und wenn ich mal beim Kunden saß, okay, dann gab es ein Angebot. Und ein gewisser Prozentsatz hat auch unterschrieben. Aber ich habe mal von Anfang dieses Jahres den Umsatz, den ich über diesen Weg gemacht habe, einfach mal mit der Arbeitszeit geteilt. Und dann ist es verdammt wenig. Viel Arbeit für wenig Geld. Der blaue Balken, das beschreibt die Situation seit April bis jetzt. Und da hat sich was getan. Und vor allem eines ist wichtig, 0. Ich führe keine Kaltakquise mehr durch. Ich fahre nicht mehr wohin und gehe in das Geschäft oder in den Laden und stelle mich freundlich vor und erzähle denen, was ich denen machen kann. Ich fange gleich beim zweiten Schritt an. Ich komme auf Empfehlung. Der Kunde erwartet mich. Er weiß, dass es da um was Gutes für ihn geht, denn jemand hat mich empfohlen und das ist jetzt der Unterschied. Natürlich mache ich bei jedem ein Angebot und nicht bei jedem dann gleich einen Auftrag. Aber die Situation hat sich geändert und die Umsätze haben sich geändert. Wenn ich jetzt meine Zeit, die ich da reinstecke, durch den Umsatz teile, dann sind wir hier bei 417 € in der Stunde. Das ist okay. Wir haben das nochmal runtergebrochen. Aus 176 Kaltakquisegesprächen und Kontakten haben wir pro Auftrag 44 Gespräche im Schnitt führen müssen, auch wenn es mal nur ein Telefonat war. Ein Riesenaufwand. Wie schaut das jetzt aus? 1,14 Gespräche für einen Auftrag. Die Situation hat sich grundlegend geändert. Und jetzt zeige ich euch mal anhand von ein paar Beispielen, was da alles so rüberkommt. Ein Kunde von mir, der mir von einer Kollegin empfohlen wurde. Empfehlung: Es ist jemand, der Test für Schimmelpilz herstellt und eine sehr schlechte Conversion Rate seiner Google Ads hat. Was haben wir gemacht jetzt? Wir haben einen Video-Funnel aufgebaut, um die Kunden erstmal über dieses Thema zu informieren. Was ist denn überhaupt Schimmel? Wo sind die Gefahren? Wie kann ich ihn beseitigen? Und wie weißt du, ob du überhaupt Schimmel bei dir zu Hause hast? Das ist nicht immer so eindeutig. Und was erfolgt am Ende? Naja, die Leute wollen wissen, ob sie den Schimmel zu Hause haben. Und vor allem haben wir eines geschafft: Die Kunden bestellen jetzt nicht den günstigsten, sondern die teureren, weil sie jetzt verstehen, weshalb dieser besondere Test ihnen wesentlich mehr Aussage und Hilfe bietet. Wir sind dabei, die Warenkorbabbrecher jetzt nochmal zurückzuholen und natürlich Proven Expert Kampagne. Danke René, wo sitzt du? Da ist er, die ist hier natürlich im Einsatz. Und natürlich After Sales werden die Kunden noch dann über entsprechende Mails betreut und auch nochmal erinnert, nach ein paar Monaten ihr Ergebnis zu checken, ob sie jetzt den Schimmel los haben und nochmal kaufen, denn das hat vorher keiner gemacht und das machen wir jetzt zukünftig. Was setzen wir ein? Clicktip Enterprise, Proven Expert als Bewertungsseite. So, das ist ein Kollege aus meinem eigenen Chapter, aus meiner Gruppe, der auf mich zukam und sagte: Hey, du machst so ein tolles Produkt, was du hier anbietest, so eine Dienstleistung. Ich will Kunden, aber nicht jeden, weil ich will nur ganz hochwertige Kunden haben und die muss ich ansprechen. Und das machen wir jetzt auch wieder mit einem Video-Funnel, wo er sich zeigt, wo er Tipps gibt, wo einfach dieser Mensch sichtbar wird und seine erste Beratung im Video-Funnel ausführt. Dann machen wir eine Adressqualifizierung. Wir machen natürlich Proven Expert und wir betreuen seine Kunden dann natürlich auch nach dem Kauf, um sie als Empfehlungsgeber zu verwenden und um auf diesem Weg einfach das Geschäft noch anzutreiben. Was setzen wir ein? Enterprise Proven Expert. Jetzt wird es schon einfacher, denn die Kampagnen, die einmal gemacht wurden, die kopieren wir und passen sie nur noch an.
Hier ein Kunde, der mit Renditeimmobilien arbeitet, ein ganz spezieller Bereich, der sehr viel Erklärung darin reinsteckt, den Leuten Apartments in Seniorenheimen zu verkaufen als Geldanlage. Er hat einen riesen Aufwand. Er muss viele Erklärungen machen, wieso diese Anlageform für Sie interessant ist. Wir machen hier erstmal eine Lead-Gewinnung, dann qualifizieren wir die Leute für das Verkaufsgespräch entsprechend vor. Wir machen für das Verkaufsgespräch eine automatisierte Terminvereinbarung. Haben wir zweimal, okay. Und natürlich im Nachgang wieder Proven Expert. Also bei mir gibt es keine Kampagne ohne Proven Expert im Nachgang. Das wird den Kunden erklärt und dann bekommen die ihr Rating und das hilft ihnen auf Dauer massiv weiter. After-Sales-Betreuung. Was setzen wir hier ein? Enterprise, Proven Expert, E-Termin und Webinaris für das automatisierte Erklärungswebinar. Dann, ihr seht es am Gesicht, ein eigenes Produkt. Das hatte ich noch am Start. Alle wissen, dieses Jahr gab es ja diese Datenschutzgrundverordnung und wir sind hier ganz gut beraten. Ich hatte ein Problem, oder meine Kunden hatten ein Problem, dass sie mit veralteten Dokumenten auf ihrer Homepage teilweise schon abgemahnt wurden. Ich habe mir einen Dienstleister gesucht, der hier die Texte immer aktuell hält und habe für meine Kunden ein Produkt kreiert. Das nennt sich abmahnairbag.de und was dort geschieht ist, die Kunden, die das erwerben, die bekommen Texte, die auf ihre Situation angepasst sind, denn wir prüfen nochmal all die Angaben nach und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute da was übersehen und vergessen. Oder der Klassiker bei den Fehlern ist immer der, hast du eine Umsatzsteuer-ID, was tragen die Leute ein? Ihre normale Steuernummer. Das ist so ein Klassiker, der kommt so oft vor, das kannst du 5-mal und dick unten drunter schreiben, der Fehler passiert. Wir fischen solche Fehler raus, haken manuell nach und erst dann bekommen die Kunden dieses Produkt an die Hand und vor allem, sie bekommen das als Plugin für ihre Homepage und dann wird dieser Text automatisiert abgedatet, wenn sich die Rechtslage ändert und das beziehungsweise die Gerichte einfach irgendwelche Dinge nun verbindlich feststellen, was momentan noch nicht so klar ist. Ich betreibe Lead-Gewinnung, automatisierten Verkauf, natürlich After-Sales-Betreuung, denn eine Schwachstelle hat unser System. Wenn sich beim Kunden was ändert, erfährt unser Dienstleister das ja normalerweise nicht. Und deswegen haben wir natürlich eine Kampagne in Enterprise laufen, die die Kunden immer wieder mal ins Boot holt und sagt, hat sich bei dir was getan, hat sich was geändert, dann teil uns das mit. Erstens bekommen wir eine E-Mail zurück. Das Zweite ist, wir sind immer auf dem Stand der Dinge, unsere Kunden sind safe. Und natürlich am Ende, gib uns eine Bewertung bei Proven Expert. Was setzen wir ein? Clicktip Enterprise, Digistore als Schnittstelle für den Verkauf, Webinaris und Proven Expert. Was haben wir noch? Ein ganz interessanter Fall. Das war ein Kollege in meiner Gruppe. Das ist ein Spezialist für Anlageberatung und der ist bei einer deutschen Großbank und der ist so speziell, der wird in den Filialen in ganz Deutschland eingeladen, wenn es ganz besondere Fälle gibt. Der verdient richtig gutes Geld damit, aber der Mann ist nur unterwegs und er weiß ganz genau, er hat eine Familie, sein Kind sieht ihn fast nicht und auf Dauer kann er mit dem Tempo nicht fahren. Und deswegen sind wir dabei, für ihn Produkte zu generieren, die online abrufbar sind und die Zeit und Arbeit entkoppeln. Und da betreiben wir Lead-Gewinnung, wir bauen eine Homepage, wir zertifizieren durch das Webinar die Kunden, wir haben natürlich einen automatisierten Verkauf, wir machen eine Betreuung, wir machen einen Expertenstatus durch die Proven Expert-Kampagne. Und was setzen wir ein? Digimember, Webinaris, Enterprise. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Das war nur ein Teil der Aufträge, es gibt noch andere. Wie hat sich das ausgewirkt? Die Kombination
von Empfehlungsmarketing von BNI und meinen Kenntnissen, so wie ihr als Certified Consultant. Gestern sind ja ganz irre Prozente durch die Gegend geworfen worden. Ich bin ja hier 906%, ist nothing eigentlich. Aber trotzdem, was heißt das? Die reine Kaltakquise am Anfang des Jahres, naja, überschaubar. Bescheiden, da wenn ich nicht nur ein paar Altkunden gehabt hätte, wäre es ganz dunkel geworden. Was ist jetzt passiert? Seitdem, und wir reden hier über Umsätze, die da sind. Es gibt noch ein paar, die eigentlich nur noch bestätigt werden müssen, aber wir reden von Ist-Umsätzen. 11.314 im Durchschnitt seit Ende April oder Anfang Mai bis Stand heute pro Monat. Und wenn man das mal so darstellt, dann schaut das richtig gut auf der blauen Seite aus. Also, monatlich ein Einkommen, mit dem man ganz gut starten kann und das noch richtig Luft nach oben hat. Was gibt es für Möglichkeiten? Gut, geringe Marge hat Kaltakquise und es hat weniger Aufträge. Wenn ich BNI mit einsetze, bekomme ich mehr Aufträge, aber die Marge ist noch klein. Dann haben wir hier natürlich mit Clicktip, könnt ihr schon höhere Erträge erzielen, weil einfach die Umsätze pro Auftrag entsprechend höher sind. Aber meine Empfehlung kann doch nur lauten, Marketing, Automatisation und die Akquise den Kollegen von BNI überlassen. Das ist der für mich goldene Weg gewesen, um aus einer Situation, in der ich ohne Kunden dastand und wo ich jeden Monat mich anstrengen musste, einfach jetzt direkt zum ersten warmen Gespräch fahre, wo der Kunde mich erwartet, wo man weiß, worum es geht und wo ich auf einer ganz anderen Basis in ein Gespräch einsteige. Jetzt möchte ich euch ein paar Dinge noch kurz mitgeben, was mir geholfen hat, mit diesen Adressen auch richtig Umsatz zu machen. Das erste ist, und das wisst ihr, euer Mindset. Ihr müsst in dieses Gespräch reingehen mit dem Ziel, dem Kunden etwas Gutes zu tun und das bedeutet natürlich auch, dass wir Umsatz haben. Ihr seid Verkäufer in dem Moment und Verkäufer hat in Deutschland manchmal einen schlechten Anstrich, aber das ist nicht schlecht, denn ihr helft dadurch dem Kunden, seine Ziele zu erreichen. Dann das Zweite, was ich immer mache, ich verkaufe ihm jetzt nichts im Sinne einer, kaufen Sie eine Kampagne A und eine Kampagne B, sondern ich lasse den Kunden erstmal reden. Was drückt ihn? Wo ist sein Problem? Hat er ein Zeitproblem? Hat er viele Reklamationen? Egal was es ist, ich lasse ihn sprechen. Und dann kommt eine Lösung. Eine Lösung, die ihm im Gespräch schon immer aufzeigt, wenn er mir erzählt, wir haben so viele Kundenreklamationen, dann spreche ich die ganze Zeit, ja, da haben wir, also ich bringe Beispiele, die zeigen, man kann die Reklamationsrate senken, man kann die Kunden ansprechen und sie mitnehmen. Und das ist etwas, wo der Kunde am Ende einfach weiß, oh, die Lösung, die hier angeboten wird, die hilft mir weiter, mein Problem zu lösen. Wir sind Problemlöser in dem Moment und das ist etwas, was dem Kunden wirklich das Gefühl gibt, es ist wichtig. Und ich hole mir immer beim Kunden einen sogenannten Vorabschluss. Also, Beispielformulierung, wenn wir Ihre Kunden oder Ihre Stornoquote senken könnten, wäre das etwas für Sie. Er muss sich noch nicht festlegen, aber er will ja das. Also sagt er ja. Mit solchen Formulierungen hole ich mir 4, 5, 6 Mal immer ein Ja des Kunden. Und am Schluss kommt nur die Frage, wollen wir zusammenarbeiten? Dann kommt auch das Ja. Und Enterprise? Nun, Enterprise fängt auch in eurem Kopf an. Denn wenn ihr Enterprise im Kopf habt als das Produkt für eure Kunden, dann gibt es das nur. Und das ist bei mir das Gleiche. Ich
war schon über ein Jahr nicht mehr auf der normalen Preisliste von Clicktip. Ich weiß gar nicht, wie die Pakete heißen und was die im Monat kosten würden. Bei mir gibt es nur Enterprise. Und wenn ein Kunde kommt und vielleicht was anderes haben möchte, dann ist er nicht mein Kunde. Das ist mein Mindset. Und deswegen habe ich für mich Enterprise genutzt, so wie alle anderen. Und meine Kunden bekommen das nur angeboten, weil sie das Beste brauchen, um Erfolg zu haben. Und deswegen, wenn ihr anbietet, dann macht nur so etwas. Zu BNI. Wie werdet ihr dort erfolgreich? Man kann nicht reingehen und sagen, ich bin jetzt Certified Consultant, ich habe ganz tolle Produkte und ihr dürft mir jetzt die Empfehlungen geben. Das funktioniert nicht. Dieses, wer gibt, gewinnt, bringt euch ein, geht hin. Es gibt einmal in der Woche ein sogenanntes Unternehmerfrühstück. Seid da jede Woche da, tauscht euch mit den Kollegen aus. Und eins muss ich sagen, ich habe ja nicht am ersten Tag gleich die Empfehlungen bekommen, aber die kommen. Die kommen ganz sicher, wenn sie euch schätzen, als einen Kollegen, der da ist, der sich einbringt, der mal einen Tipp gibt, der auch eine Empfehlung natürlich bringt, weil ihr auch eure Kollegen natürlich im Gegenzug empfiehlt. Und dann gibt es etwas, das nennt sich 4-Augen-Gespräche. Das heißt ein 1:1 Gespräch, wo man dann mit dem spricht. Und in dem Moment könnt ihr dem genau erzählen, was ihr tut, was ihr macht, was euch so einzigartig macht. Und wenn euer Kollege das verstanden hat, was ihr für tolle Produkte bieten könnt, dann geht der los und sucht Kunden für euch. Er sucht Kontakte und ihr schafft Empfehlungen. Und der letzte Punkt, ihr seid ja in einer einzelnen Gruppe. Da geht man jede Woche normalerweise hin, aber ihr könnt in jede Gruppe auf dieser Welt gehen und dort euch vorstellen, dort euch präsentieren. Und das ist mein Tipp. Geht nicht nur dahin, wo ihr angemeldet seid, sondern dort, wo ihr vielleicht in eurer Gegend noch weitere Chapter habt. Ja, das war die Geschichte von 0 auf schon, naja, an dem Punkt, wo man sagen kann, da macht Spaß und der Weg ist noch nicht zu Ende. Denn das multipliziert sich. Die Kunden sind zufrieden, meine Kollegen wissen, dass ich gute Arbeit leiste, das heißt, da kommen noch mehr Empfehlungen. Also, wenn ihr nach Hause kommt, bni.de oder at oder ch, ist egal, gebt euren Ort ein und besucht einfach so ein Unternehmerfrühstück. Und dann besucht das. Ihr müsst euch nicht gleich festlegen. Schaut euch das an, ob ihr euch wohlfühlt. Und dann könnt ihr loslegen und in den Olymp des Umsatzes kommen. Ich wünsche es euch alle.